Ja, wir sind auf der Jahrestagung von Baum e.V. Heute am ersten Tag werden Preise vergeben, Nachhaltigkeitspreise. Und morgen werden inhaltsstarke Workshops stattfinden. Wir sind schon gespannt drauf und ich habe die große Freude, Martin Viehhöfer zu treffen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Positive Impacts. Aber Sie haben für die Teilnehmer des Workshops morgens eine Studie mitgebracht. Und wir dürfen schon mal ein bisschen erfahren, welche Ergebnisse, wie lautet der Titel der Studie, was haben Sie untersucht und was sind die wichtigsten Ergebnisse. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, vielen Dank auch für Ihre Fragen. Es ist sogar eine ganze Studienreihe, die wir gemacht haben. Wir haben relativ viel Analysen gemacht in Richtung Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber auch Nachhaltigkeitsstrategie und haben mal die Unternehmen analysiert, die ja schon länger berichtspflichtig sind. Ne? Die EU plant ja jetzt 15.000 Unternehmen, vor allem den deutschen Mittelstand, auch dazu zu bewegen, eine Nachhaltigkeitsberichtspflicht nachzugehen. Wir benutzen gerne die Metapher einer Wandertour. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, berichte mal über die Wandertour, unabhängig von der Frage, ob man überhaupt wandern möchte. Und wir haben festgestellt, dass einige Unternehmen doch eigentlich nur so einen Wochenendausflug machen und dann darüber berichten. Und andere Unternehmen das aber wirklich ernsthaft tun. Ne? Also wo die Belegschaft weiß, auf welchen Nachhaltigkeitsberg geht es denn und gemeinsam sozusagen sich auf Wandertour begeben. Und besonders interessant war, dass wir statistisch beweisen konnten, dass die Unternehmen, die das, sag ich mal, fadenscheinig gemacht haben, wo die Belegschaft in alle Himmelsrichtungen unterwegs war, dass die auch einen wirtschaftlichen Nachteil hatten. Ja, also die haben negativen Gewinn haben, also die hatten Verlust faktisch. Ja. Und die Unternehmen, die konsistent waren, also wo die gesamte Mannschaft gemeinsam klar war, was denn eigentlich das Ziel ist der Übung, die hatten einen wirtschaftlichen Gewinn. Ja, und dieses Ergebnis ist größenunabhängig gewesen. Ja, also können auch Mittelständler für sich daraus lernen und verstehen, vielleicht sollte ich das Ganze nicht als eine PR-Übung verstehen, wo wir jetzt mit der Belegschaft mal einen Wochenendausflug auf den Betzenberg machen und dann sagen, ja, wir sind auf dem Weg zum Mount Everest, ja, sondern sich wirklich überlegen, was will ich mit dem Thema Nachhaltigkeit erreichen, wie kann ich das mit der Geschäftsstrategie verknüpfen, sodass ich von Anfang an nicht nur Kosten produziere, sondern auch einen wirtschaftlichen Vorteil erlange. Positive Impacts, das heißt, Sie haben sich spezialisiert, um Menschen zu helfen, die auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sind. Kann man das so sagen? Genau, also wir haben gesagt, es gibt im Prinzip zwei Kernaspekte hier. Das eine ist die Frage, was mache ich denn eigentlich als Unternehmen? Ja, also wie manage ich das Thema Nachhaltigkeit? Und da sagen wir, es macht keinen Sinn, allen zu sagen, es müssen alle auf den Mount Everest, es müssen alle immer das Maximale geben. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Es ist genauso sinnfrei wie Prada und Primark zu bitten, sich auf eine Strategie zu einigen. Ja, das werden die nie tun. Ja, wäre völliger Blödsinn, das zu tun. Das heißt, da helfen wir bei der Frage, wo investiere ich wirklich in Prozesse, in Systeme, um zu verstehen, was kann ich denn für einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, wir können ohne, wir nennen das als Impact Washing, wir können ohne das schön zu färben oder schön zu rechnen, holistisch messen, was denn eigentlich der gesellschaftliche Nutzen ist von einem aktuellen Geschäftsmodell und von den Investitionen, die ich vielleicht tätigen möchte. Ja? Wir konnten zum Beispiel errechnen, dass 20 der 100 Unternehmen, die wir untersucht haben, die waren netto positiv. Das heißt, die haben effektiv mehr Steuern gezahlt, als der Schaden, den sie der Gesellschaft über negative Impacts, sage ich mal, angerichtet haben. Und so können wir auch Unternehmen dabei unterstützen, zu gucken, ist es wirklich jetzt nur das Thema Klimawandel oder sind bei mir vielleicht ganz andere Themen relevant? Ja? Also von Anfang an nicht für jedes Thema was Neues aufsetzen, sondern von Anfang an das Ganze integrativ betrachten und überlegen, was ist wirklich relevant für mich als Unternehmen, wie kann ich mich positionieren und wie kann ich einen Nutzen daraus ziehen. Wo kommt der Impuls her, der Treiber? Denn es ist ja wichtig auch für, sag ich mal, die Mitglieder von Baum e.V., dass wir die Transformation anschieben und man kann gezwungen werden durch Gesetze. Oder gibt es auch Unternehmer, die sagen, ich sehe das, ich habe Kinder, ich habe eine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wir müssen da was tun. Sagen Sie mal, gibt es da schon eine Studie zu oder können Sie uns eine Trendaussage machen? Ja, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass es vielfältige Treiber gibt. Ne? Es gibt sicherlich die Politik, die jetzt da, sage ich mal, eine Transparenzpflicht aufbaut. Ja? Also sie sagt ja nicht, wir müssen jetzt alle auf Mount Everest wandern, sondern man soll nur berichten über die Wandertour, ja, ob man wandern geht oder nicht.
vielfach, wie Sie selber sagen, der Kapitalmarkt wird ja auch vom Gesetzgeber dazu verdonnert, die Unternehmen dazu fragen. Ja. Das heißt, es ist auch bei Kunden von mir der Auslöser gewesen, dass sie gesagt haben, oh, ich muss da jetzt was machen, weil die das nachfragen. Aber nochmal, das Entscheidende ist, wirklich zu überlegen, aus meinem Unternehmen heraus, ja, wo befinde ich mich in der Wertschöpfungskette, in welcher Industrie befinde ich mich, was ist meine strategische Positionierung, ja, bin ich eher jemand, der kostensparend Produkte anbietet, ist eher jemand, der Premium anbietet, wie kann ich das Thema wirklich in die Strategie integrieren und unabhängig von den Treibern außerhalb, ja, weil Sie müssen verstehen, die haben teilweise auch ein extrem begrenztes Verständnis von ihrem Geschäftsmodell. Die fragen die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, die fragen sie ab, ne? Unabhängig von der Frage, ob das bei ihnen wirklich relevant ist. Ne? Muss man einfach mal sagen. Und wir haben in der Studie nachweisen können, dass die einfach nur dem hinterherrennen, was gefordert wird, dass die Geld verbrennen. Ja? Die sind wirtschaftlich nicht erfolgreich. Und das ist aus meiner Sicht das größte Risiko, vor allen Dingen für den Mittelstand. Stellen Sie sich vor, die machen denen das jetzt alle nach und sind wirtschaftlich nachher schlechter dargestellt. Da sage ich immer, der nicht-europäische Wettbewerb sagt Danke für den Marktanteil. Hilft der Nachhaltigkeit auch nicht. Ne? Sie begleiten Unternehmen dabei, also Sie schreiben denen jetzt keine Berichte oder Genau. machen Sie Ideenentwicklung. Wie helfen Sie denn so mittelständischen Unternehmen? Wenn ich jetzt zu Ihnen käme, was könnten Sie für mich tun? Ich könnte Sie dabei unterstützen bei der Frage, einmal, wo stehe ich überhaupt? Viele Unternehmen haben ja schon sehr vieles, ja, berichten aber nicht darüber. Das heißt, wir können dabei helfen zu verstehen, wo starte ich denn eigentlich? Bin ich schon wandern? In welche Himmelsrichtung wandere ich denn überhaupt gerade? Dann bei der Frage überlegen, okay, welche strategische Positionierung passt zu mir? Und inwiefern kann ich die relevanten Themen dafür auch nutzen, mich diesbezüglich zu positionieren. Das heißt, wir können begleiten von der Status Quo-Bestimmung über die Zielbestimmung in die Integration, in die Unternehmensprozesse. Und das Reporting ist aus unserer Sicht ein Nebenprodukt. Ja? Also wenn ich einen Ratschlag an die Unternehmen geben darf, dann ist es, lassen Sie sich nicht vom Reporting dazu treiben, etwas zu tun. Das ist genauso sinnfrei, wie wenn der Dackel, sag ich mal, oder der Schwanz mit dem Dackel wedelt. Ne? Also das macht keinen Sinn. Ja? Nutzen Sie das Thema strategisch, stellen Sie sich strategisch auf und dann ist das Reporting am Ende etwas, was natürlich, sage ich mal, passiert. Ja, dann können Sie jede Frage beantworten, die dann da kommt, ja, wenn Sie sich überlegt haben, was wollen Sie damit erreichen. Und dabei können wir helfen. Ein spannender Ansatz. Das macht natürlich neugierig auf die Studie. Wie kann man die Studie beziehen? Wo kann man sie lesen? Die Studie können Sie bei uns auf der Webseite kostenfrei herunterladen. Das ist www.positive-impacts.com oder einfach nach Positive Impacts suchen im Internet, da finden Sie uns dann auch. Da gibt es unter Publikationen, kann man das runterladen, ist auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Sie finden da aber auch Zusammenfassungen von unseren Studien. Ja, dann ganz herzlichen Dank, lieber Herr Viehhöfer, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.